Nach langer Zeit des Wartens hat Apple endlich den neuen Mac Studio vorgestellt. Mit M5 Max und M5 Ultra. Und der sieht erstmal exakt so aus wie sein Vorgänger. Gleiches Aluminiumgehäuse, gleiche Anschlüsse, gleiche Farbe. Und trotzdem kostet das Max-Modell mindestens 2.999 € und das Ultra-Modell sogar 6.599 €. Die entscheidende Frage ist deshalb: Wo hat Apple was wirklich verändert? Was bleibt gleich? Und was macht davon in deinem Workflow wirklich einen Unterschied? Dafür vergleichen wir den M5 Max mit dem M4 Max und den M5 Ultra mit dem M3 Ultra. Ein M4 Ultra gab es schließlich nie. Und ich kann schon mal eins vorwegnehmen. Beim M5 Max ist das ein relativ überschaubares internes Upgrade. Beim Ultra ist der Sprung dafür deutlich größer. Wenn du dir also gerade überlegst, einen neuen Mac Studio zu kaufen, dann bleib jetzt unbedingt dran. Der Mac Studio mit M5 Max startet also bei 2.999 €. Dafür bekommst du eine 18-Core CPU, eine 32-Core GPU und 36 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher sowie 512 GB SSD-Speicher. Der M5 Ultra beginnt bei 6.599 €. Dafür bekommst du eine 30-Core CPU, eine 64-Core GPU, 96 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und 1 TB SSD. Beide Modelle lassen sich ab dem 25. August vorbestellen und werden ab dem 22. September ausgeliefert. Im Vergleich zum ursprünglichen Startpreis der Vorgänger sind das deutliche Aufschläge. Der M4 Max Mac Studio startete 2025 bei 2.499 €. Der M5 Max ist jetzt also 500 € teurer. Der M3 Ultra startete ursprünglich bei 4.999 €. Der M5 Ultra liegt also ganze 1.600 € darüber. Allerdings hat Apple die Vorgänger zwischenzeitlich ebenfalls teurer gemacht. Direkt vor dem Modellwechsel hat der M4 Max ebenfalls 2.999 € gekostet und der M3 Ultra 6.299 €. Im Vergleich dazu ist also nur der neue Ultra-Chip 300 € teurer geworden. Man sieht hier aber insgesamt ziemlich klar, dass Apple die gestiegenen RAM- und Speicherpreise an den Kunden weitergibt und das vielleicht sogar überproportional, weil sie sich bewusst sind, wie begehrt diese Mac Studio Modelle sein werden für alle Leute, die lokal KI nutzen wollen. Und das werden immer mehr. Ich gehöre auch dazu. Beim Gehäuse können wir es relativ kurz machen, das bleibt komplett unverändert. Keine neue Farbe, keine neuen Anschlüsse. Die grundlegenden Unterschiede betreffen insbesondere die Prozessoren und hier lasst uns zuerst den M5 Max anschauen. Beim M4 Max hatte das Basismodell 14 CPU-Kerne, 10 Performance- und 4 Effizienzkerne. Die größere Version kam auf 16 Kerne mit 12 Performance- und 4 Effizienzkernen. Beim M5 Max haben dagegen beide Ausführungen 18 CPU-Kerne. Apple spricht jetzt von 6 Superkernen und 12 Performance-Kerne. Das sind in der Basis 4 Kerne mehr. Gegenüber dem großen M4 Max sind es immerhin 2 Kerne mehr. An dieser Stelle muss man aber explizit dazu sagen, dass Apple das, was jetzt als Superkerne bezeichnet wird, vorher die Performance-Kerne waren und das, was jetzt die Performance-Kerne sind, früher die Effizienzkerne waren. Und die ganze neue Logik bei der Bezeichnung super verwirrend ist, weil man eigentlich nicht so wirklich weiß, was für ein Prozessorkern jetzt mit welchem vergleichbar ist. Bei der GPU sieht es noch deutlicher aus. Das Basismodell bleibt bei 32 GPU-Kernen, die größere Variante bei 40. Auch die Neural Engine bleibt bei 16 Kernen. Auf dem Datenblatt wirkt es also nahezu unverändert. Neu ist aber die Architektur dahinter. Jeder GPU-Kern besitzt jetzt einen eigenen Neural Accelerator. Dazu kommen verbesserte Shader-Kerne und Raytracing der 3. Generation. Lokale KI, 3D-Animation, Effekte und GPU-beschleunigte Pro-Apps kann das deutlich mehr bringen, als die gleichgebliebene Kernzahl vermuten lässt. Das hat ja schon der M5 Max in den aktuellen MacBook Pros bewiesen. Apple spricht von bis zu 50% mehr Grafikleistung und in einem ausgewählten lokalen KI-Workflow von bis zu 3,9-facher Leistung gegenüber dem M4 Max. Praktisch heißt das, beim Max steigt vor allem die CPU-Ausstattung deutlich, bei der GPU kommt der Fortschritt aus der neuen Architektur und nicht aus mehr Kernen. Beim Ultra ist der Abstand deutlich größer, weil Apple eine komplette Generation überspringt. Der M3 Ultra begann mit 28 CPU-Kernen, davon 20 Performance- und 8 Effizienzkerne.
Die größere Ausführung hatte 32 Kerne, davon 24 Performance- und 8 Effizienzkerne. Der M5 Ultra startet jetzt mit 30 Kernen, 10 Super- und 20 Performance-Kerne. Die größte Version steigt auf 36 Kerne mit 12 Super- und 24 Performance-Kernen. In der Basis sind das also 2 Prozessorkerne mehr, beim Top-Modell 4. Bei der GPU bekommt immerhin das Basismodell einen kleinen numerischen Sprung von 60 auf 64 Kerne. Das Topmodell bleibt bei 80. Die Neural Engine bleibt auch hier bei 32 Kernen. Neu sind aber auch hier die Neural Accelerators in jedem GPU-Kern. Apple nennt gegenüber dem M3 Ultra bis zu 1,3-fache Multithread-CPU-Leistung, bis zu 1,8-fache Grafikleistung und bis zu 4,3-fache Spitzenleistung bei KI. Gerade für all diejenigen, die Videoschnitt machen, ist ein Punkt besonders interessant: die Media Engines, und hier ändert sich die Anzahl auf dem Datenblatt erstmal nicht. M4 Max und M5 Max besitzen jeweils eine Video Decode Engine, 2 Video Encode Engines und 2 ProRes Engines zum Codieren und Dekodieren. M3 Ultra und M5 Ultra besitzen jeweils das Doppelte davon. H264, HEVC, ProRes, ProRes RAW und AV1-Dekodierung werden in beiden Generationen aufgeführt. Trotzdem nennt Apple für den M5 Ultra jetzt bis zu 33 gleichzeitige Streams in 8K ProRes 422 mit 30 Bildern pro Sekunde. Beim M3 Ultra waren es nur 24. Das sind 9 Streams oder knapp 40% mehr, obwohl die Anzahl der Media Engines gleich geblieben ist. Das liegt insbesondere an grundsätzlich mehr Performance, aber auch an schnellerem SSD- und RAM-Speicher. Ach, und wenn dir solche detaillierten Vergleiche helfen, würde ich mich super über ein Like freuen, und wenn du das Video hypest. Ich habe mir den neuen Mac Studio mit M5 Ultra bestellt. Einen ausführlichen, echten Test wird es auf diesem Kanal also noch geben. Wenn du den nicht verpassen willst, lass am besten jetzt schon mal ein Abo da. Beim gemeinsamen Arbeitsspeicher bleiben die Kapazitäten im Grunde gleich. Der Max-Prozessor beginnt weiterhin mit 36 GB, 48, 64 und 128 GB gibt es nur zusammen mit der 40-Core-GPU. Mehr als 128 GB sind beim Max also auch diesmal nicht möglich. Der Ultra startet weiterhin mit 96 GB, 256 oder 512 GB gibt es nur mit dem großen M5 Ultra, also 36 CPU und 80 GPU-Kerne. Die 512 GB Version ist allerdings erst ab Ende Oktober erhältlich und lässt sich jetzt noch nicht mal vorbestellen. Das Maximum des M3 Ultras lag bei Markteinführung ebenfalls bei 512 GB. Die Menge an sich ist also gleich geblieben, deutlich interessanter ist aber die Speicherbandbreite. Der kleine M4 Max lag bei 410 GB pro Sekunde, der kleine M5 Max liegt jetzt bei 460 GB pro Sekunde, also gut 12% mehr. Beim großen Max steigt die Speicherbandbreite von 546 auf 614 GB pro Sekunde, ebenfalls gut 12% mehr. Beim Ultra geht es von 819 GB pro Sekunde auf ganze 1,2 TB pro Sekunde. Das ist ungefähr 50% mehr und macht einen deutlichen Unterschied. Mehr Bandbreite hilft immer dann, wenn CPU, GPU und Neural Accelerators gleichzeitig auf große Datenmengen im gemeinsamen Speicher zugreifen wollen. Das betrifft vor allem lokale KI-Modelle, große 3D-Szenen, Simulationen oder sehr anspruchsvolle Video-Workflows. Und genau das ist für mich der entscheidende Punkt. Der M5 Ultra ist nicht nur eine schnelle Videoschnittmaschine, sondern vor allem eine extrem leistungsfähige Workstation für lokale KI. Mit bis zu 512 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und 1,2 TB pro Sekunde Speicherbandbreite kann er riesige Sprachmodelle mit sehr großen Kontextfenstern vollständig lokal ausführen. Wie ChatGPT im Browser, nur lokal. Und das ist nur ein Anwendungsfall. Je nach Aufgabe kommen frei verfügbare Modelle heute schon erstaunlich nah an Cloud-Dienste wie ChatGPT, Codex, Gemini oder Claude heran. Und genau deshalb habe ich mir den M5 Ultra mit 256 GB RAM bestellt. Und wäre die 512 GB Version bereits verfügbar gewesen, hätte ich vermutlich sogar darüber nachgedacht. Der konkrete Grund ist hierfür ein eigenes Softwareprojekt sowie mein eigener Videoschnitt. Ich habe im letzten Jahr gemeinsam mit Codex ein Tool entwickelt, das Moderationen automatisch bereinigt. Es entfernt zu lange Pausen, schlechte oder abgebrochene Takes, Versprecher, Füllwörter, Selbstgespräche und Unterhaltung, quasi alles, was man in der finalen Aufnahme nicht drin haben möchte.
Und das klingt erstmal relativ einfach, in der Praxis ist aber jeder einzelne Schritt kompliziert. Die Transkription muss wirklich wortgenau sein und darf Versprecher nicht einfach glattbügeln. Die Wortzeiten müssen zum tatsächlichen Wortbeginn und zum Wortende passen und sie liegen bei den meisten Sprachmodellen halt leider zuverlässig daneben. Und vor allem muss dann auch noch ein System semantisch verstehen, welcher Take in die finale Moderation gehört und welcher nicht. Dafür kombinieren wir aktuell mehrere externe Dienste. Auphonic für die Audioverbesserung, ElevenLabs für die Transkription und OpenAI für die semantischen Entscheidungen. Danach folgen jeweils zahlreiche lokale Prüfschleifen und auch eine eigene Waveform-Analyse, damit die Schnittkanten eben nicht nur an den Wortzeiten bemessen werden, sondern da, wo wirklich die Pause liegt. Das Ergebnis funktioniert heute schon besser als jede vergleichbare Lösung auf dem Markt, die ich kenne, und sie ist aus dem Frust heraus erwachsen, dass es kein gutes System bisher dafür gab. Ganz ehrlich, Gling, AutoCAD, Firecut oder auch Text-Based Editing in DaVinci Resolve sind einfach schlecht. Mittlerweile nutzen über 100 Creator das Tool und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, die ersten 10, die diesen Einladungscode nutzen, bekommen 50 statt 20 Startcredits und können das Ganze dementsprechend mal mit einer wirklich langen, vollständigen Moderation ausprobieren. Ihr bekommt am Ende eine XML-Datei, die ihr für DaVinci, Final Cut oder auch Premiere nutzen könnt. Darin liegt dann das fertig geschnittene Projekt und damit könnt ihr dann sauber weiterarbeiten. Außerdem enthalten ist eine Transkriptdatei, einmal bereinigt und einmal mit den genauen Wortzeiten sowie allen Schnittkanten, die in der XML vorhanden sind. So könnt ihr zum Beispiel Animationen wie die in diesem Video gesehenen ebenfalls mit KI nach euren Vorstellungen rendern lassen und dann direkt an die passenden Stellen im Videoschnittprogramm legen. All das funktioniert bei mir im Workflow mittlerweile vollautomatisch. Ich treffe also nur noch die kreativen Entscheidungen über Skript und was ich wie visualisieren möchte. Den Rest macht die KI. Ein wichtiger Hinweis vielleicht aber noch an dieser Stelle: Nur weil man etwas heutzutage gut wipe-coden kann, heißt das nicht, dass es einfach ist. Allein in dieses Projekt ist fast ein halbes Jahr an Arbeit geflossen und unheimlich viel Trial and Error und sehr viele, sehr kostenpflichtige KI-Modelle wurden dabei genutzt. Und der entscheidende Nachteil ist nach wie vor die Abhängigkeit von externen Anbietern. Codecs, die OpenAI API, ElevenLabs oder auch Auphonic. Diese Dienste können möglicherweise im Preis steigen oder auch einfach mal nicht verfügbar sein. Und dann wäre da noch das Datenschutzproblem. Wir verarbeiten zwar lediglich die Audiodatei von den Videos, diese wird lokal bei dir im Browser abgesplittet und hochgeladen, das Video selbst verlässt deinen Rechner also nie, aber nichtsdestotrotz verlässt deine Audiodatei deinen Rechner und landet halt nicht nur auf meinem Server, sondern auch bei Auphonic, ElevenLabs oder OpenAI. Und ja, da habe ich zwar alles Bestmögliche getan, um den Datenschutz zu gewährleisten, aber was genau die mit den Daten machen, weiß ich am Ende nicht. Und an diesem Punkt versteht ihr jetzt vielleicht auch, warum manche Menschen, mich eingeschlossen, bereit sind, über 15.000 € für einen Mac Studio auszugeben. Denn mit diesem kann ich künftig all diese Schritte auch lokal abbilden. Das wäre datenschutzfreundlicher, unabhängiger und würde die laufenden API-Kosten stark reduzieren. Kostenlos wäre das natürlich trotzdem nicht. Allein meine Konfiguration war ja extrem teuer und muss abgeschrieben werden. Dazu kommen Strom, Wartung und die eigentliche Entwicklungsarbeit. Trotzdem kann das super schnell wirtschaftlich sein und gerade für Firmen, die einfach nicht ihre vertraulichen Firmendaten in irgendeine Cloud schicken wollen und lokal KI bei sich aber nutzen wollen, ist das ein riesiger Segen und dann sind 15 oder gar 20 oder 25.000 € schnell mal aus der Portokasse bezahlt. Okay, an dem Punkt bin ich natürlich noch nicht. Ich nutze diesen Mac Studio vermutlich sowohl für meine Videoproduktion als auch für die Betreibung dieser lokalen KI-Modelle, aber nichtsdestotrotz gehe ich persönlich davon aus, dass sich das langfristig rechnen wird. Und Apple geht an dieser Stelle sogar noch einen Schritt weiter. Ein Mac Studio lässt sich über Thunderbolt 5 und RDMA mit 3 weiteren Mac Studios zu einem Cluster verbinden. Wenn alle 4 Systeme mit jeweils 512 GB RAM ausgestattet sind, bedeutet das, dass ihr KI-Modelle lokal nutzen könnt, die deutlich mehr RAM brauchen als das. Und versteht das nicht falsch, ihr könnt damit dann nicht auf einem Mac für Final Cut oder Co. einfach mehr als 512 GB RAM nutzen, aber ihr könnt KI-Modelle aufteilen und auf den Speicher verteilen, wodurch sie teilweise sogar schneller werden. Dadurch lassen sich dann noch größere Open-Weight-Modelle laden, Inferenzaufgaben auf mehrere Systeme verteilen und mehr Anfragen parallel verarbeiten. Apple spricht bei einem Cluster aus 4 Mac Studios von bis zu 3-facher Leistung bei verteilter KI-Inferenz gegenüber einem einzelnen System. Das ist natürlich nur ein Apple-Wert, zeigt aber, wohin die Richtung geht.
Ich bin ehrlich, ich finde dieses Thema super spannend und ich nutze KI auch viel in meinem Alltag. Nur eben nutze ich KI immer nur zum Ausführen. Nie, um mir Skripte schreiben zu lassen, mir meine Meinung vorzugeben oder irgendwelche kreativen Entscheidungen zu treffen. Und wenn man das so strikt macht, dann ist KI ein unheimlich wertvolles Werkzeug. Sprechen wir neben dem RAM auch über die SSD. Bei den SSD-Kapazitäten ändert sich erstmal nichts. Der Max beginnt mit 512 GB und lässt sich mit 1, 2, 4 oder gar 8 TB konfigurieren. Der Ultra beginnt mit 1 TB und lässt sich auf bis zu 16 TB erweitern. Neu ist die SSD-Architektur auf Basis von PCIe Gen 6. Apple spricht von bis zu doppelter Speicherleistung. Bei den kabelgebundenen Anschlüssen bleibt dann erstaunlich viel gleich. Hinten gibt es wieder 4x Thunderbolt 5 mit bis zu 120 Gigabit pro Sekunde. Dazu kommen 2 USB-A-Anschlüsse mit bis zu 5 Gigabit, HDMI 2.1, 10 Gigabit Ethernet und der 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Vorne bleibt die bekannte Trennung. Beim M5 Max gibt es 2 USB-C-Anschlüsse mit maximal 10 Gigabit pro Sekunde. Beim M5 Ultra sind auch das Thunderbolt 5 Anschlüsse. Beide haben einen UHS 2 SD-Kartenleser. Bei den Funkstandards ist die Sache einfacher. Der Vorgänger unterstützte Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3. Der neue Mac Studio bekommt Apples neuen N1 Funkchip mit Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread-Unterstützung. Sehr spannend wird es auch bei den externen Displays. Die maximale Anzahl bleibt gleich, bis zu 5 beim Max-Modell und bis zu 8 beim Ultra-Modell. Innerhalb dieser Grenzen werden aber deutlich mehr Kombinationen möglich. Ich erzähle euch jetzt nicht, welche das genau sind, sondern blende sie euch einfach mal ein. Wenn euch das interessiert, stoppt einfach kurz und schaut euch das an. Für mich bedeutet es vor allem, dass ich problemlos an diesem Mac Studio 2 5K Studio Displays mit bis zu 120 Hz und ein 5K Studio Display mit 60 Hz betreiben kann. Das ging zum Beispiel an meinem MacBook Pro mit M4 Max nicht. Neu ist auch Genlock über USB-C. Damit lassen sich Displayausgabe und professionelle Kameraaufnahmen präziser takten. Das ist aber eher für virtuelle Produktionen, Broadcasts und bestimmte Multikamera-Setups relevant. Lohnt sich für dich gegebenenfalls ein Upgrade? Wenn du bereits einen Mac Studio mit M4 Max besitzt, würde ich ziemlich sicher nicht allein wegen der neuen Generation wechseln. So ein System kauft man sich für Jahre, wenn nicht sogar für ein Jahrzehnt. Auch wenn die Entwicklung in diesem Bereich natürlich rasant voranschreitet, ist auch heute noch ein M4 Max oder M3 Max unheimlich potent. Beim M3 Ultra ist der Wechsel deutlich interessanter. Vor allem die rund 50% höhere Speicherbandbreite, die neue KI-Beschleunigung in der GPU und der größere ProRes-Durchsatz könnten in wirklich großen Projekten relevant werden. Dazu kommen mehr CPU-Kerne und PCIe Gen 6 mit extrem schnellen SSDs. Wer lokale KI, 3D, VFX, große Simulationen oder extrem große Videoprojekte beruflich auslastet, der kann davon profitieren. Nichtsdestotrotz ist für einen aktuellen Neukauf der M5 Max wahrscheinlich für die meisten kreativen Profis der sinnvollere Mac Studio. Der M5 Ultra lohnt sich eigentlich wirklich nur dann, wenn du so viel RAM brauchst und wirklich viel mit lokaler KI arbeiten willst. Für mich wird dieser neue Mac Studio 2 Probleme lösen. Erstens filme ich meistens in XOCN RAW, ein RAW-Format von Sony, wahlweise in 8 oder 6K, sobald dann die neue FX5 da ist. Und dieses Material kann ich jetzt schon auf meinem M4 Max MacBook Pro nicht problemlos wiedergeben, gerade wenn ich 2 Streams übereinander habe. Das dürfte mit dem neuen M5 Ultra kein Problem sein. Und gleichzeitig kann ich diesen Mac Studio dann eben auch noch als lokale KI-Workstation für mein eigenes Online-Tool verwenden, so dass mehr Datenschutz gewährleistet wird und langfristig für mich auch die Kosten sinken. Und gerade aus diesem Grund finde ich die Entwicklung in diesem Bereich einfach super spannend und bin auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von diesem neuen Mac Studio? Nutzt ihr lokale KI-Modelle? Und wenn ja, wofür? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Ich freue mich extrem auf den Austausch. Ansonsten, wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, lasst super gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns immer wieder im nächsten Video.